Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video möchte ich den Unterschied zwischen einer geschliffenen Oberfläche und einer Oberfläche, die mit einer Ziegel gemacht worden sind, zeigen, und auch was das für Vorteile für einen Musiker hat und auch optisch, was das für Unterschiede hat, zum Beispiel auf einem Instrument, auf einer Fichtendecken, auf einem Ahornboden. Ja. Mehr wie immer davon nach dem Intro. Zuerst erkläre ich jetzt einmal, was da für Unterschiede sind und warum das eine besser ist und das andere definitiv schlechter ist. Und dann zeige ich euch das auch. Also, ich habe in jeder Holzoberfläche ich so Poren drinnen. Ja, das sind so kleine Löcher an der Oberfläche oder eben eine gewisse Struktur. Wenn ich heute mit einem Schleifpapier drüber fahre, dann ist klar, dass in diese Oberflächen, wo ich sozusagen da solche Vertiefungen drinnen habe, dass sich da nicht nur der Schleifstaub einwandert und eingepresst wird, ja, sondern natürlich auch von einem Sandpapier das Korn, das sich löst von dem Sandpapier. Und zwar, das passiert immer. Wenn ich mit einem Schleifpapier auf eine Oberfläche aufgehe, muss ich es nachher komplett sauber machen, bevor ich mit der nächsten Körnung drüber gehe, mit der feineren, weil sonst zerkratzen die gröberen Körner die Fläche erst wieder und hat keine Wirkung. Was passiert in Wirklichkeit? In Wirklichkeit, wenn ich die Poren zuschmiere mit Schleifstaub und mit einem Korn, dann wird das Ganze natürlich schwerer und nicht so schwingungsfähig. Nebenbei gesagt, passiert natürlich an der Oberfläche genau das, dass ich lauter feine Kratzer einbringe. Aber wenn ich die in Faserrichtung mache, sind es Kratzer. Und egal wie fein das Schleifpapier ist, dann sind die Kratzer halt feiner. Das Ganze ist klanglich nicht so gut und es ist optisch nicht so gut, weil das nicht so lebendig ist und so offen und transparent ist, das Erscheinungsbild. Um mit einer Ziegel sinnvoll arbeiten zu können, muss man es im Prinzip natürlich auch richtig scharf machen, und genau dazu zeichne ich jetzt auch noch was auf. Und zwar, es gibt zwei Arten. Die eine ist die, dass wenn ich eine Ziegel habe, wenn ich die Kanten oben nehme und das größer herzeichne, dann werden die Flächen und die Flächen werden am Schleifstab geschliffen. Und jetzt mache ich das Ganze noch größer. Dann wird sozusagen mit einem Ziegelingenstahl so schräg drüber gezogen, von der und von der Seite. Ja. Und ich habe dann in Wirklichkeit oben so ein kleines Schwammerl, wo ich da seitlich eine Schneiden habe. Ja. Nachdem das da ein rechter Winkel war, sind die Schneiden auch relativ stumpf. Das heißt, das sind Ziegelingen, die mit viel Druck verwendet werden, wo aber auch keine feine Arbeit in Wirklichkeit möglich ist. Ja? Ich selber schleife es anders an, das heißt, ich schleife Ziegelingen einseitig an und birge dann das ganz vorsichtig um da ein Stückchen, schaut dann größer zeichnet so aus, das heißt, ich habe was, wo ich eine schärfere Schneide habe, weil dieser Winkel viel kleiner ist wie dieser Winkel da. Ja? Also der Punkt ist natürlich falsch, weil es würde jetzt heißen, dass es ein rechter Winkel ist, das ist es ja nicht. Und ich kann damit relativ feine, zarte Späne überholen. Ja? Die schärfere Schneide, wie sie da ist, hält natürlich nicht so lang wie diese stumpfe Schneide von da, aber die Oberflächen und auch die Arbeitsweise ist ganz andere. Also ich kann es nur so verwenden, das kann ich gar nicht verwenden, ich verwende nur das. Ja? So, jetzt zeige ich euch das einmal, wie das ausschaut. Also wir haben da irgendwas ein Stückchen von einem Ahornholz und da werde ich jetzt auf einer Seite mit der Ziegel was machen. Ja? Nachdem die eine Seite angeschliffen ist, kann man da tatsächlich sehr unkompliziert Späne überholen. Und ich habe einfach da eine sehr hübsche, schmiedene Oberfläche. Ja? Man sieht das auch sofort, wie das Spiegeln anfängt. Siehst du das auch? Sehr gut. So. Und jetzt nehme ich einen Teil von dem, und ich zeige euch das nachher Fichten jetzt an. Jetzt nehme ich einen Teil von dem und schleife das einmal mit einem Schleifpapier. Da fange ich mit einer 180er Körnung an. Das, was man sieht, ist, dass es matt ist und nicht mehr lebt. So, jetzt gehen wir her
Nehmen wir noch 280er Papier. Jetzt wird das Ganze schon ein bisschen feiner. Der krasse Unterschied ist jetzt klarer. Ja? Dann nehmen wir noch 400er Papier. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Die Schleifpapierlen gibt es ich habe es bis zu einer Körnung, glaube ich, von 7000. Ja? Da wird es sozusagen immer glatter, aber in Wirklichkeit ist es trotzdem immer zerkratzt. Und das andere, das schimmert sofort. Ja? Das gleiche zeige ich jetzt, bleibt da, das gleiche zeige ich jetzt an einem Fichtenholz. Ja? So. Ich gehe her und ich ziehe mit der Ziellinie. Ja? Jetzt haben wir die Fläche sauber. Ja? Sehr glatt, sehr weich. Ja? Dann gehe ich wieder her, fange mit dem Schleifpapier eine Stelle an und schleife das ein bisschen aus. Ja? Dann gehe ich wieder her und nehme die nächste Körnung. Ja? Man sieht den Unterschied sehr, sehr gut. Und unter Lack ist es noch viel stärker nachher. Ja? So, und jetzt kennt man in Wirklichkeit, sieht den Unterschied noch. Ja? Jetzt kann man nur sagen, das ist in Wirklichkeit ein stumpfes Erscheinungsbild und das ist ein transparentes und klanglich ein viel besseres Erscheinungsbild. Also es macht richtig Sinn, wenn man mit einer Ziegelingen richtig umgehen kann und der Ziegelingen verwendet. Nebenbei gesagt, Schleifpapierlen sind nicht so billig, wenn es gescheite Schleifpapierlen sind. Das ist wirklich so. Ja? Das ist eine grundlegende Geschichte. Ja? Und man kann selbstverständlich mit Ziegelingen, wenn sie fein sind, gleich wie mit einem Schleifpapier, ohne dass irgendwo Kanten oder sonst was bleibt, bei Roundarbeiten oder sonst irgendwo, man kann das ohne Probleme arbeiten. Ja? Das ist es. So kompliziert ist es nicht. Grüß euch, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Nein. Das war es wieder fürs heutige Video. Ich hoffe, dass euch die Unterschiede klar geworden sind und auch klar geworden ist, warum das eine besser wie das andere ist. Es ist in Wirklichkeit eine Gewohnheitssache. Wenn man anfängt, man schleift die ganze Zeit herum, kann man sich nicht vorstellen, dass das anders geht. Wenn man das andere aber gewohnt ist, ist das eine keine Option mehr. Ja? Es gibt ein paar Sachen, da macht es absolut Sinn, wenn man mit Schleifpapier arbeitet. Mache ich auch. Also an Hals zum Beispiel schleife ich mit Schleifpapier bis zu einer Körnung von, keine Ahnung, 1500 auf. Ja? Ein Griffbrett ziehe ich zuerst mit der Ziegelingen an, um möglichst wenig Material anzunehmen und schleife es dann auch fertig. Ja? Bei einer Decken, innen, außen, beim Boden, bei den Zagen, bei einer Schnecken verwende ich kein Schleifpapier. Ja? Weil ich einfach diese Lebendigkeit haben will, die im Holz vorhanden ist. Ja? Und weil es klanglich relevant ist. Ja? Also meiner Ansicht nach muss man halt entscheiden, wo nehme ich Schleifpapier und wo nehme ich keins. Aber wie gesagt, beim Hals tut man sich leichter und der wird am Schluss sowieso mit Öl fertig geschliffen, gleich wie das Griffbrett. Da macht es in Wirklichkeit keinen Sinn, wenn man sich ewig spült mit einer Zieglinge und dann erst mit Öl, mit einem Schleifpapier nochmal drüber geht. Ja, so einfach ist es erklärt. Ja, und das Gleiche ist natürlich bei Bestandteile, die werden genauso mit Öl dann fertig geschliffen. Ein Kienhalter, ein Seitenhalter. Wie Bestandteile? Ja, natürlich. Schreibt gerne in die Kommentare ein, wie ihr das seht, wie ihr das macht, was ihr für Erfahrungen habt. Wir werden versuchen, die zeitnah zu beantworten. Ansonsten hat es mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder. Pfiat euch! Dann brauche ich nicht klatschen. Na, geht ganz normal weiter.
wir brauchen jetzt dann doch bitte noch mal einen Klatscher. Okay. Jetzt habe ich zuerst gerade umsonst geklatscht, oder was? Ja, genau, das war quasi eine Fleißaufgabe. Darum, wir wetten, dass ganz viele Musiker das gar nicht wissen oder nicht auffällt, wie das Geigenbau machen und dass es was Besonderes ist, wenn man es gescheit macht. Also, prinzipiell einmal, jetzt bin ich schon nach dem Intro, nicht? Ja, ich weiß das eh. Das musst du noch erklären, da. Also gut, jetzt sind wir schon nach dem Intro. Also wir wären jetzt schon im Video. Moniker halt die Pappen. Auftippen oder auch, ja genau, und aufwischen und dann brauchen wir das Passwort. Ah, Einfach aufwischen. Länger oben bleiben, das. Ja, jetzt besser, die geht nicht. Oder bei dir gegangen jetzt aber vielleicht. Ja, schau, hat er die erkannt? naja, ich kenne mich ja auch. Mein Papa, bist nicht gealtert, ha? Der kennt die immer noch. Ja, so Flaschen. So, aufnehmen tut's. Es ist so ein Scheiß, die Technik. Und jetzt tun wir das so weg. Warte, gib her, das glaube ich nicht, dass das nicht geht. Stell dir ein, dass das normal funktioniert. Ja, da. Ja. Ja, meine Finger sind von Natur aus nicht so klebrig wie die von meinem Sohn, deswegen geht das bei mir weniger gut. Ja, soll ich noch zu. Papa! Was? Ja, so sieht man gar nichts. Deswegen, du Ah, hast ja. mir gesagt, Ja, genau, ich soll jetzt sagen, komm zu, damit du es genauer siehst, dass ich das sagen kann. das heißt bitte, aber ich komme gern. Na bitte, komm. Ah, Zigeuner. Das muss jetzt So. ich sein. Jetzt holst du da das Licht her, möglichst hell, gell? Na, möglichst nicht, sondern dass man im Winkel hoffentlich was sieht. Okay, einschalten, ja. Okay, danke. Das hätte ich jetzt gar nicht irgendwie kapiert. Ja, dafür bin ich da. Gott sei Dank. Tust du schon viel mit, gell? Jetzt. Ich bloß Was? die Späne in deine Richtung weg. Ja, du. Dann friss ich mich. Halt da ein bisschen um mich, bitte. Weil wenn dein Gesicht im Hintergrund ist, dann will ich immer um mich fokussieren. Der steht ein bisschen auf mich, gell? Muss sein. Ja, das war's. Tschüssi.